Hallo meine Lieben, freitags geht es ja jeweils darum, eure Fragen zu beantworten oder euch kleine Tipps zu geben und so auch heute. Und was die 3 Tipps sind, das seht ihr gleich nach dem Intro. Die ersten beiden Sachen, die ich heute zeigen wollte, sind Hilfsmittel und das erste ist effektiv dieser Bildschirmschoner, den man aufs iPad drauf machen kann. Das ist wie eine Folie, die drauf geklebt wird. Dadurch habe ich einerseits den Vorteil, dass ich meine Arbeitsfläche schütze und auch die ganzen Fingerabdrücke und so nicht so stark drauf habe. Ich kann das auch wunderbar putzen. Das andere ist aber, diese Folie hat eine Struktur, eine ganz, ganz leichte Struktur drauf und die fühlt sich quasi an, als ob ihr auf Papier zeichnen würdet. Ich sage mal kurz nichts und dann könnt ihr das effektiv auch hören. Und ihr seht auch, wenn ich damit zeichne, dass ich absolut keine Verzögerung habe. Also das tut dem Stift nichts. Die Schicht ist so dermaßen dünn, dass da wirklich, dass ihr keine Verzögerung habt. Also ich finde das absolut Hammer und das kann ich wirklich absolut empfehlen. Ich arbeite in den letzten Monaten mit dem und ich würde es auch nicht mehr wegnehmen. Also ich finde das wirklich super zum auf dem iPad zeichnen. Das zweite, und ihr seht mich jeweils nicht, dass ich das trage, aber wenn ich offscreen quasi zeichne, habe ich solche Handschuhe. Da gibt es 2 Varianten. Eines ist mit 2 Fingern und dann gibt es einen mit einem Finger. Wozu sind diese Dinge? Wenn ich auf dem iPad zeichne, das ist ja quasi touch-sensitiv und manchmal komme ich da drauf, ohne dass ich das will und mache irgendwo Punkte, wo das ganze Motiv eigentlich keinen Punkt haben soll oder Striche auch. Und das andere ist, man hat ja, wenn ich hier mit dem Handrücken auf dem Glas drauf bin, gerade ist nochmal intensiver, wenn ihr diesen Schoner nicht drauf habt, dann, wenn ich ziehe das Pad quasi mit, wenn ich da am Arbeiten bin. Und weil das passiert, eignet man sich eigentlich etwas an, was so nicht gut ist. Und zwar fängt man dann einfach an, den Handrücken auf einer Stelle zu behalten und mit den Fingern und so ein bisschen mit dem Handgelenk zu arbeiten. Da kriegt ihr aber nicht die besten Resultate, weil was man eigentlich machen sollte, ist aus dem Arm heraus zu zeichnen. Da kriegt ihr auch viel die schöneren Linien hin. Aber naja, aufgrund von dessen, also ich bin jetzt nicht jemand, der Freiluft hier zeichnen kann. Das heißt, ich lege meine Hand immer ab. Und da ich eben dieses Mitziehen habe und nicht sauber fahren kann, habe ich mir irgendwann über die Zeit angeeignet, hier mit den Fingern zu arbeiten, was extrem ermüdend ist und auch für eure Hand nicht wirklich gesund ist. Und ich kannte diese Handschuhe schon. Ich habe, wenn ich mit meinem großen Wacom Pad arbeite, verwende ich hier diesen Zweierfinger. Und es ist auch, also es ist nicht unangenehm, die zu tragen. Da spürt ihr wirklich, die spürt ihr praktisch gar nicht. Hier 2 Finger für das große Pad, für das iPad habe ich ganz ehrlich gesagt mir den nachträglich noch besorgt. Der ist extrem hilfreich, weil ich so immer noch meine 3 Finger zur Verfügung habe, um die Kurzbefehle auszuführen. Trotzdem kann ich die Hand hinlegen und hier arbeiten. Und ihr seht, das rutscht wirklich wunderbar, ohne dass ich hier das iPad mitziehe. Und dafür ist es wirklich, den kann ich absolut empfehlen. Ich habe jetzt den von Gaumont, aber da gibt es auch viele andere Marken und die sind echt auch nicht teuer. Und eben, gerade zum Sommer, wenn es warm ist und wenn ihr schwitzt, ist es nochmal viel hilfreicher. Also das kann ich euch absolut empfehlen. Das
Das ist das zweite, was ich euch zeigen wollte. Und das dritte, was ich euch zeigen wollte, und das findet ihr auch nicht in meinen Procreate Tutorials, weil ich das bis jetzt wirklich nicht gekannt habe. Ich habe das erst kürzlich gesehen und ich finde es Hammer. Es geht ums Einfärben von Motiven. Wenn ihr ein Motiv einfärbt, habe ich euch ja gezeigt, dann macht ihr einfach eine neue Ebene, packt die unter eure Outline-Ebene und sagt der Outline-Ebene, es ist meine Referenz. Und dann auf der Ebene, wo ihr die Farben haben wollt, könnt ihr da einfach auf diesen Punkt oben drauf und das auf euer Element draufziehen und so euer Element einfärben. Wundert euch nicht, ich habe den Hintergrund auf hellblau, deshalb ist der Rest hellblau. Das macht jetzt Sinn bei großen Flächen, aber sobald ich hier so ganz viele kleine Punkte habe, ist es doof, die ganze Zeit hier diese Bewegung zu machen. Da muss ich noch einzoomen, damit ich das wirklich dann erwische und nicht hier die Linien erwische. Na, wenn ich ja fälschlicherweise auf die Linie drauf gehe, dann fährt es mir die Linie ein. Das will ich ja nicht. Und da gibt es effektiv eine Funktion, wie gesagt, die kannte ich nicht. Und zwar wählt ihr hier die Farbe aus und dann geht ihr hier über Anpassung und sagt Neu einfärben. Jetzt hat es mir den Fisch eingefärbt. Das liegt ganz einfach daran, dass es hier einen Cursor hat. Und wenn ich diesen Cursor jetzt auf einen diesen Bubbles ziehe, dann fährt es mir den ein. Und das Coole, und jetzt kommt's, das Coole ist jetzt, ihr könnt jetzt nur auf die Elemente drauf tippen, die ihr auch mit der Farbe einfärben wollt. Und das geht so massiv viel schneller, als wenn ihr da jedes Mal von oben runter diese Farbe runterziehen müsst. Also hier einfach mit diesem Fadenkreuz quasi in die Mitte von dem Element, was ihr einfärben wollt. Und so könnt ihr extrem schnell Elemente einfärben. Wenn ihr eine andere Farbe haben wollt, einfach die neue Farbe auswählen und dann könnt ihr hier einfach weitermachen. Ein bisschen zu wenig hell. Besser. So, und jetzt kann ich einfach überall die Bubbles nehmen und die einfärben. Und jetzt gehe ich hier drauf und sage, nee, eigentlich weiß. Und jetzt kann ich einfach mit der weißen Farbe weitermachen. Hier hatte ich vorhin die falsche, das kann ich noch kurz korrigieren. So. Und so schnell habt ihr kleine Elemente ausgefärbt. Und dann könnt ihr immer aussuchen, je nachdem wie groß die Elemente sind, die ihr einfärben wollt, könnt ihr eben mit diesem Drag and Drop quasi gehen. Oder ihr könnt hier übers Neu einfärben gehen. To be mine, we twist the truth to just. Und wenn ihr da jeweils aus diesem Menü raus wollt, geht ihr einfach wieder auf den Pinsel und dann seid ihr raus. Und so extrem schnell habt ihr ein Element eingefärbt. Also ich finde das schon sehr krass, wie schnell das geht. Baby, two wrongs doesn't make it right. I'll be yours till the morning light. Right here in the moment, we're breathing life. Both of us lost in this ugly life. Right here, all that matters.
habe jetzt nur ganz kurz so ein bisschen mehr Farbe noch drauf gegeben, aber einfach, damit ihr das seht, wie easy ihr hier ein Element einfärben wollt. Und das waren auch schon die 3 Sachen, die ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, das eine oder andere war auch für euch neu und ich konnte euch da was zeigen, was ihr noch nicht kanntet. Und ja, das war's dann auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und die Tipps waren auch für euch hilfreich. Die Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!